Greetings und willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Ich habe Post bekommen. Den schauen wir uns heute an. Dynavap M7. 7. M aus dem Hause Dynavap. Hier haben wir das schicke Ding im Vergleich zum M Plus, andere Oberflächenveredelung, einen anderen AirPod, der jetzt blitzförmig ist. Mundstück des Stems sieht etwas anders aus. Was hat sich von letztem Jahr vom M Plus zu diesem Jahr zum M7 verändert? Gehen wir doch zunächst einmal auf den Tip ein. Der M7 hat wieder einen Tip mit etwas erhöhter Masse. Der wiegt ganze 5,4 Gramm, während der Tip des M Plus nur 5 Gramm wiegt. Insgesamt wiegt der M7 21,2 Gramm und der M Plus wiegt 19,5 Gramm. Ist also schon ein bisschen leichter. Dem Tip des M7 wird nachgesagt, dass er eine höhere thermische Masse besitzt, also längere Hitzespeicherung, was dazu führt, dass man mit einem Heizzyklus länger dampfen kann, bedeutet aber auch langsameres Aufheizen. Weiterhin soll durch die erhöhte Masse und das gleichmäßigere Erwärmen weniger Hotspots entstehen. Wir haben hier unterhalb der Kappe 3 Rillen, die anfangen hochzulaufen und kurz nach Anfang der Kappe aufhören. Die Kappenwand selber ist nahezu glatt und hier oben haben wir wieder Einbuchtungen, perfekt, um unser Kraut zu grinden. Die Luft wird also an diesen Rillen eingezogen und läuft dann hier zwischen Kammerwand und Tip entlang, erwärmt sich und läuft dann durch die Kräuterkammer. Anders als beim M Plus gibt es hier nicht mehr die Möglichkeit, den Tip mit einem Feuerzeug zu erhitzen, ohne ihn dabei zu drehen. Das heißt, bei dem M7 muss zwingend dabei gedreht werden. Die erhöhte Masse bei dem Tip dient also ausschließlich nur der längeren Hitzespeicherung. Weiterhin sagt Dynavap, dass der M7-Tip im Vergleich zum M Plus-Tip eine 20% geringere Wärmeleitung vom Tip auf den Stem hat als beim M Plus. Der M Plus wurde nämlich schon sehr warm, wenn man ihn mehr als einen Zyklus direkt hintereinander aufgeheizt hat. Meine Meinung zum M7 ist, für mich ist der M7 der Tip mit dem höchsten Zugwiderstand, was ihn sehr gut für MTL, also Mouth to Lung, auf Deutsch Backenzüge, so wie man es auch bei Zigaretten macht, geeignet ist. Wenn man lieber direkt auf Lunge zieht, dann würde ich den M7 nicht empfehlen und vielleicht eher zu einem M Plus greifen. Irgendwie finde ich es schade, dass bei dem M7 die Funktion des No-Spin, des drehungsfreien Erhitzens, ausbleibt, denn das war meiner Meinung nach schon ein cooles Feature, gerade für Anfänger. Da ich aber ausschließlich Induktionserhitzer benutze, hat das keinen Einfluss auf mein Nutzungsverhalten, was dieses Gerät angeht. Wenn man mich jetzt fragen würde, welche Rangliste ich bei den Dynavap-Tipps erstellen würde, dann würde ich, glaube ich, auf Platz 1 den Tipp des M Plus machen, einfach weil er dichte Wolken bringt, weil eine Einzyklus-Extraktion super funktioniert und weil er einen langen Hitzespeicher hat. Als zweiten Platz würde ich den M7 nehmen, weil er gute Wolken hat, langer Hitzespeicher und super für Backenzüge geeignet ist. Und auf Platz 3 würde ich den Helix Stem von Dynavap setzen, weil der einfach super schnell aufheizt, einen super Geschmack hat und hohe Airflow hat. Der war aber separat erhältlich und war nicht bei einem M dabei. Kann ich also den M7 von
toller Tipp und passt gut in meine Sammlung und ich könnte ihn eigentlich generell empfehlen, wenn man darauf steht, MTL-Züge zu vapen. Wer allerdings noch keinen Dynavap hat, dem würde ich eigentlich eher den M Plus empfehlen, und zwar aus dem einzigen Grund, weil mit dem sowohl MTL als auch direkte Züge auf Lunge möglich sind und im Endeffekt kann man den Zugwiderstand immer erhöhen, indem man die Kammer ein bisschen mehr füllt oder ein bisschen mehr stopft, aber einen zu hohen Widerstand kann man nicht einfach so verringern. Und außerdem ist es für Anfänger wesentlich angenehmer, den Dynavap zu lernen, wenn man erstmal nicht die Drehungsbewegung machen muss. Deswegen macht es in meinen Augen der M Plus für Anfänger ein bisschen einfacher. Das ist aber, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung und da kann ja jeder seine eigene Meinung bilden. Den M7 kann man sowohl als kurze Version, so wie ich ihn hier jetzt habe, kaufen oder noch mit einem XL-Kondensor. Das habe ich offensichtlich hier nicht. Das liegt einfach daran, weil ich ein Fan von diesen kurzen Dynavaps bin. Wenn ich was Längeres möchte, dann nehme ich meinen Revolve von Mad Heaters. Außerdem habe ich in jedem Dynavap einen Intercooler. Der den Dampf schon mal wesentlich kühler macht. Das war der neue M7 von Dynavap. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Macht's gut, Leute. Happy Vaping, euer Vapologe.